Hi und willkommen bei Work in Progress. Heute mit einem Flauschemantel, meinem Trip nach Tokio, einer Retro-Kamera und der ProsJam. Viel Spaß! Starten wir doch mit dem Japan-Trip. Da habe ich erstmal alles gemacht, was so der typische Touri auch machen würde. Zum Beispiel schöne Fotos in tollen Gässchen, super gut gegessen, nachts durch neonhelle Straßen geschlendert oder die abgefahrenen Spielhallen angeschaut. Dann gibt es noch diese Gashapon-Automaten, da kann man sich für 2 bis 3 Euro kleine Figürchen ziehen. Oder man geht zu einem Shinto-Schrein, wo man am Anfang ein Reinigungsritual durchführen sollte, wenn man den betritt. Während dem Filmen im Urlaub ist leider der Touchbildschirm meiner Kamera kaputt gegangen. Deswegen musste ich die einschicken und ich hoffe, die kommt bald zurück. Deswegen sind einige Aufnahmen von der Qualität her nicht so toll, weil die dann mit dem Handy gefilmt sind. Und in Japan stehen auch in den Spielehallen ganz oft solche Greifautomaten. Und natürlich muss ich das mal ausprobieren. Und auf Anhieb klappt das natürlich nie. Aber ich glaube, so beim 3. Versuch habe ich dann eine Monster-Flausche-Katze aus diesem Automat rausbekommen. Wir haben auch ein paar Sachen gemacht, die vielleicht nicht so typisch für den Touri sind. Wir waren in einem ganz tollen Teehaus und haben mal Grüntee verkostet. Was wirklich sehr spannend war. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass man doch so drastische Unterschiede in Grüntee schmecken kann. Manche sind wirklich super süß, manche sehr vollmundig, also sehr umami schmeckend. War sehr spannend und würde ich auch jederzeit wieder machen. Vor allem, wenn man gerne Tee trinkt. Außerdem sind wir einmal in Kawasaki von einem Fernsehteam angesprochen worden, ob wir nicht was sagen wollen. Und das war ziemlich witzig, weil wir erst eine Stunde in diesem Bezirk waren und noch gar nicht so viel angeguckt hatten und wir dann nur Fragen gestellt bekommen haben über, warum gefällt es uns in Kawasaki so, warum sind wir hier? Und wir waren eigentlich nur hier, weil wir so eine abgefahrene Spielhölle angucken wollten. Und das an die Kamera zu sagen, ist ein bisschen peinlich, aber das wird wohl in Cool Japan, heißt die Sendung, ausgestrahlt Mitte Januar irgendwann. Da bin ich sehr gespannt, was da mal rauskommen wird. Warum wir übrigens außerdem in Kawasaki waren, ist das hier. Wir haben hier die kürzeste Rolltreppe der Welt. Außerdem haben wir uns mit Leuten von Code for Japan getroffen, was ein sehr witziger Abend war. Auch sehr spannend war eine Tour in den Untergrund. Was ihr da seht, ist das Notfallabwassersystem von Tokio im Falle von Tsunamis. Dann gab es noch einen Tempel, der war gespickt voll mit diesen Winkelkatzen oder Glückskatzen. Und wir waren in einer wahnsinnig guten Ausstellung im Technikmuseum. Und während ich in Japan war, ist die ProsJam zu Ende gegangen. Ich glaube jetzt, dass man es ProsJam und nicht ProcJam ausspricht, weil es kommt ja von Procedural Generation, das macht dann auch Sinn. Und da ich nicht wirklich Zeit hatte, irgendwas zu machen, habe ich einfach an Overflower ein bisschen weitergearbeitet und mal angefangen, die erste Mini-GUI zu bauen. Und man kann jetzt zwischen Line-Art und der farbigen Darstellung tauschen, zwischen dem freien und der Boxed-Version und dann noch neue Farben generieren oder das Muster an sich verändern oder eben zwischen den aktuellen Farben schaffeln. Und aus Overflower habe ich mir eine Fläche generiert, um die auf Stoff drucken zu lassen. Und der ist auch angekommen, als ich in Japan war. Und ich konnte jetzt danach was daraus nähen. Und es ist ein großer, flauschiger Mantel geworden, den ihr auch im Intro schon gesehen habt. Ich habe mir einen Schnitt von Butterick gekauft, um den als Grundlage zu benutzen und habe ihn dann aber verändert, weil der noch von einem Besatz aufgenäht hätte. Und ich habe Taschen dazu gemacht, weil Taschen sind immer wichtig. Klamotten ohne Taschen sind doof. Und innen an sich ist er eben mit so einem ganz starken, flauschigen Stoff gefüttert und an den Ärmeln
dann nur mit Vlies. Wenn man den fetten Flauschestoff in die Ärmel machen würde, dann würden die mega aufpuffen. Das ist eher keine kluge Idee, Ärmel zu stark zu füttern. Deswegen gibt es da eben einfach nur so einen dünneren Flauschstoff. Mit dem Resultat bin ich sehr glücklich. Er ist super angenehm zu tragen. Ich meine, er ist super flauschig. Es wäre schlimm, wenn er nicht angenehm zu tragen wäre. Der Stoff kommt schön raus, finde ich. Das ist Jersey-Stoff, der hauptsächlich aus Baumwolle ist und 7% Spandex-Anteil hat. Also der dehnt sich halt sehr stark. Und das macht es halt immer nochmal bequemer anzuziehen. Zum Nähen ist es dann immer doof, wenn sich Stoffe so arg dehnen. Aber das habe ich mittlerweile ganz gut raus und kann das ganz gut verarbeiten. Würde ich jederzeit wieder machen. Und dann seht ihr hier noch meinen Neuzugang. Das ist eine Sony Mavica-Kamera. Die hat die Besonderheit, dass sie Fotos noch auf Diskette speichert. Und das fand ich ziemlich abgefahren. In Japan haben wir nämlich, ich war ja mit einer Gruppe dort, wir waren eine Gruppe von 5 Leuten, in einem alten Kameraladen eine gebrauchte Instax-Sofortbildkamera gekauft für, ich glaube, 5 Euro, weil sie hätte auch kaputt sein können. Und es war einfach so, wir probieren das jetzt mal aus und haben die mitgenommen. Und die funktioniert top. Und ich dachte mir, es wäre witzig, mal so ein Projekt zu haben, was ähnlich ist wie Sofortbildkamera, aber irgendwie nerdiger. Und praktisch jeder hat noch wahnsinnig viel Disketten im Keller liegen, mit denen er nichts mehr tut. Und der Plan ist jetzt praktisch auf so Technikveranstaltungen zu gehen, um so als kleine Aktion praktisch mit der Mavic herumzulaufen. Man kann eben auch Gedenkfotos oder so, Erinnerungsfotos machen und bekommt eben kein Sofortbild in die Hand gedrückt danach, sondern eine Diskette mit dem Bild drauf. Und wie man die dann runterliest, da kann sich dann jeder selber drum kümmern. Ich habe natürlich auch hier ein USB-Diskettenlaufwerk, das man dann auch gut mitnehmen kann. Aber ich denke, das wäre eine ziemlich witzige Aktion. Und auch die Bilder, die bei der Kamera rauskommen, sind erstaunlich gut, finde ich. Ich bin gespannt, wie das bei Leuten ankommt. Ja, das war's eigentlich auch schon. Und jetzt zum Abschluss habt ihr hier noch 1 Minute Comedy Gold, wie ich einen Bubble Tea aus einem Automaten erkunde und feststelle, wie man den richtig trinkt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ich sag jetzt nicht, wonach das aussieht. Das ist doch cool. Auch wenn du in Amerika verkaufst, dass du so einen Stoff dabei so einen Tester drin benutzen. Das sieht keine Auto raus. Irgendwo kommt Luft durch. Tja. Ich sehe nicht ganz, muss man den mehr ausziehen. Hast du einen Kampf? Was hast du? Das ist wirklich geil. Wenn du in Amerika verkaufst, hast du so eine Einfüllhilfe dabei. Ja, das ist ja genau so. Ja, das ist furchtbar. Die haben nur Tampons mit diesen Dingern und in der Packung mit 10.